Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. 1958 wurde von der Toho Daikaiju Baran in die Kinos gebracht. In Deutschland wurde der Film 2011 unter Varan, das Monster aus der Urzeit, erstmals veröffentlicht. In diesem Film wurde der Hauptcast erneuert und erweitert. Da in den letzten Produktionen vermehrt die gleichen Darsteller mitspielten, holte Regisseur Honda für diesen Film neue Gesichter ins Boot. Da wären Kozuo Nomura als Kenji Ozaki, Ayumi Sonoda als Yuriko Shinjo, Fumito Matsuo ist Horiguchi, Korea Senda ist wieder mit an Bord und spielt Dr. Sugimoto und Akiko Hirata tritt als Dr. Fujimura auf. Noch zu erwähnen wäre Yoshio Tsuchiya als Offizier, Yoshibumi Tajima als Kapitän der Uranami und Hisae Ito spielt Ihiro Shinjo, er ist der Bruder von Yuriko. Haruo Nakajima ist erneut als Kaiju-Darsteller dabei und spielt den Varan. Er ist kurz bei einer Szene als Offizier der Marine zu sehen. Für diesen Film sind erneut Regisseur Ishiro Honda, Effektspezialist Eiji Tsuburaya, Komponist Akira Ifukube und Produzent Tomoyuki Tanaka verantwortlich. Die Geschichte beginnt bei Professor Sugimoto. Er erklärt, dass in Japan seltene Schmetterlingsarten leben und daher wurden 2 Studenten zur Wald- und Wiesenarbeit ins sogenannte Tibet Japans geschickt. Sie kommen in dem Dorf Iwaya an und werden von den Dorfbewohnern sofort abgelehnt. Sie ignorieren die Hinweise auf einer Tafel, dass in der Gegend der Gott Baradagi wacht. Herrscher Baragadi. Du bist wahrscheinlich der Gott, zu dem sie beten. Sie halten es für Aberglauben und führen ihre Arbeit fort. Doch sie müssen schmerzlich feststellen, dass dies kein Aberglaube ist, sondern Realität. Beide Studenten bezahlen den Ausflug mit ihrem Leben. Danach möchte Yuriko, die Schwester des getöteten Studenten Shinjo, seine verbliebenen Sachen abholen. Sie ist selbst Reporterin für ein Wissenschaftsjournal und möchte sich persönlich von dem Tod ihres Bruders überzeugen. Ihr Fotograf Horiguchi und der Mitarbeiter von Dr. Sugimoto, Kenshi, begleiten sie. Die 3 kommen ebenfalls in dem Dorf Iwaya an und diesmal werden sie vom Dorfältesten gewarnt. Die 3 Stadtmenschen glauben ihm nicht und stempeln die Äußerung als Aberglaube ab. Der Hund des jungen Ken läuft währenddessen in das abgesperrte Gebiet und Ken rennt hinterher. Seine Mutter ist voller Sorge, doch aus dem Dorf will ja niemand helfen, den Jungen zu finden. Das Team beschließt sich, auf die Suche nach Ken zu machen. Sie finden ihn schließlich mit seinem Hund und alle kommen ihn holen. Dann taucht aus dem See Baradagi auf. Das Team muss feststellen, dass der Alte die Wahrheit sagte. Sie fliehen vor Baradagi, doch dieser verfolgt sie und zerstört das Dorf. Japan ist alarmiert und das Militär sucht Rat bei Dr. Sugimoto. Dieser hilft den Streitkräften bei der Vernichtung des Varans. Das Militär rückt auf und umzingelt den See. Mit Giftgranaten wollen sie den Varan an die Oberfläche locken. Dieser erscheint dann auch und vernichtet die Bodentruppen. Doch dann geschieht das Unglaubliche. Der Varan steigt einen Hügel hinauf, streckt die Arme aus und fliegt davon. Das Militär tagt erneut und will mit Spezialdynamit von Dr. Fujimura den Varan töten. Die Luftwaffe und Marine greifen das Kaiju an, doch all ihre Angriffe sind zwecklos. Der Varan geht an Tokios Flughafen Haneda an Land. Erneut wird versucht, ihn aufzuhalten, doch jeder Angriff scheitert. Selbst als das Spezialdynamit unter dem Bauch von Baradagi gesprengt wird, setzt er seinen Feldzug fort. Den Wissenschaftlern kommt die Idee, den Varan mittels Fallschirm den Sprengstoff ins Innere zuzuführen. Der Varan schnappt nämlich nach den Leuchtgranaten. Der Plan wird umgesetzt und der Varan schnappt auch danach. Der Sprengstoff zündet und verletzt den Varan tödlich. Er zieht sich ins Wasser zurück und stirbt. In beider Handlungen lässt sich ein roter Faden nicht erkennen. Dass Varan nach dem Angriff auf seinen Heimatsee nach Tokio fliegt, ist dem Plot geschuldet. 4 Gs. Das Kostüm von Varan sieht sehr gut aus, aber hat mit dem Kiefer einen Makel. Die Modellbauten von Haneda sind dagegen makellos. 9 Gs. Es gibt 2 wirklich schöne Musikstücke. Das sind das Intro des Filmes und der Marsch der Self-Defense Force. Der Rest kann daran nicht anknüpfen. 7 Gs.
Dieser Film ist eine Ausnahme, denn die Armee schafft es ohne eine Spezialwaffe einen Kaiju zu besiegen. Der Angriff auf den See war gut inszeniert, aber hatte keine Chance auf einen Erfolg. 5 Gs. Da wie erwähnt ein roter Faden fehlte, konnte sich nicht wirklich Spannung aufbauen. 5 Gs. Damit komme ich insgesamt auf 30 Gs. Nun zu meiner Bewertung. Die Handlung ist nicht besonders originell. Gerade die Schauspieler können in diesem Werk fast nicht überzeugen. Sehr schade, gerade in der Erzählung merkt man den Film die kurze Produktionszeit an. 5 Gs. Die Effekte sind die Stärke des Films. Der See, in dem der Varan lebt, und das Dorf sind herrlich detailliert und die Aufnahmen aus der Sicht der Menschen stellen den Varan als gefährliches Lebewesen dar. Auch das Finale am Flughafen Haneda ist schön gemacht. Das Kostüm ist gut gelungen, leider das aufstehende Maul will nicht überzeugen. Als Fan kommt man dank Tsuburaya auf seine Kosten. 2 Minuspunkte gibt es für den Einsatz von Stock-Footage. 8 Gs. Akira Ifukube liefert erneut einen sehr guten Soundtrack. Das Thema von Varan und der Militärmarsch sind die besten Stücke. 10 Gs. Der Varan tritt als einziges Kaiju in diesem Werk auf. Somit bewerte ich nur die Kämpfe mit dem Militär. Diese haben den typischen Toho-Charme, wirken aber oft in die Länge gezogen. 7 Gs. Der Film beginnt spannend, wird aber ab dem zweiten Akt oft langatmiger. Gerade die Szenen mit dem Militär wirken bewusst in die Länge gezogen. 5 Gs. Damit komme ich auf 35 Gs. Zusammen mit Max seiner Bewertung kommen wir insgesamt auf 32,5 von 50 Gs. Es war Frankenstein.